Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem dreigeteilten Video. Einerseits gucken wir uns mal diese neuen Tiere an, die jetzt hinzugefügt wurden im letzten Patch, die die Welt quasi lebendiger machen sollen. Dann gibt es eine neue Funktion für Codes, die wahrscheinlich bald kommen werden, also Flashback zu Flive PC. Und dann gibt es noch ein spezielles Announcement für diesen Monat. Denn diesen Monat passiert etwas ganz Spezielles mit Flive, was es noch nie vorher gegeben hat. Und dazu gibt es von mir aus ein fettes Giveaway. Ja, fangen wir an mit den Monstern, beziehungsweise Tieren. Und zwar gibt es jetzt hier im Mars Dungeon zum Beispiel die Peaky Turtle. Genau, ist relativ unspektakulär, die laufen hier einfach rum, die kann man nicht anklicken. Das sind keine Monster, sondern es sind halt wirklich so Tiere. Und die latschen hier halt einfach zwischen den Monstern so rum. Und sollen halt im Endeffekt dafür sorgen, dass zum Beispiel, wenn halt alle Monster tot sind und wenn halt generell hier viel gespielt wird, dass dann halt zu den Monstern noch mehr Bewegung im Spiel ist und das Ganze dadurch lebendiger wirkt. Kennt man auch aus anderen Spielen. Ist eigentlich in vielen MMOs, ich würde sogar fast sagen in extrem vielen so, dass es da quasi Monster gibt und es gibt Tiere. Weil ich sagen muss, jetzt habe ich tatsächlich keine mehr gesehen. Wo ist die nächste Peaky Turtle? Okay, hier waren sie vielleicht noch etwas sparsam. Ich habe es tatsächlich nur eine gesehen. Genau. Dann gibt es bei den Anfangsmonstern Albert und Mushpang, da gibt es so kleine Hasen. Baby Rabbits sind ultra winzig, also sie sind wirklich so ultra winzig. Schauen wir mal, ob wir direkt einen sehen. Die sind so klein, dass man sie tatsächlich relativ leicht übersehen kann. Da ist einer. Ja, es ist sehr sporadisch. Das habe ich ja mal gesagt. Es wird noch mehr hinzugefügt. Genau, hier so ein winziger Baby Rabbit ist das quasi. Toll. Damn, wie schnell hat er sich bewegt. Genau. Einfach über den Baum drüber gejumpt. Und das dritte und letzte, was ich noch gesehen habe, war bei Medomed. Kleine Robots. Also gibt es diesen iRobot oder Funny Robot. Ich weiß gar nicht, ob es den in Flive Universe auch gibt, ehrlich gesagt. Als CS-Pad, der ist normalerweise grün, glaube ich. Und der läuft jetzt hier bei den Medomeds als so grauer kleiner Roboter rum. Und ja, weiß nicht, ob es noch mehr gibt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht bei jedem einzelnen Monster. Das waren jetzt nur die ich zufällig mitbekommen habe, beziehungsweise selber gesehen habe. Genau, da ist er. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee, weil wie gesagt, das gibt es eigentlich bei vielen MMORPGs und das ist, ja, ich würde schon fast sagen, Industriestandard, dass es zusätzlich zu den Monstern halt eben noch diese kleinen Tiere oder Lebewesen oder whatever gibt. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, etwas sporadisch gesetzt noch, aber wie gesagt, sie haben ja auch gerade erst damit angefangen, muss man fairerweise sagen. Und ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass sie halt einfach zum Beispiel CS-Pads oder halt andere Monster genommen haben, geschrumpft haben und hier quasi dafür wiederverwenden. Also ich hätte es schon cool gefunden, wenn sie hier tatsächlich mal neue Model hinzugefügt hätten. Ja, keine Ahnung, von irgendwelchen, weiß ich nicht, ja, also von einfach anderen Sachen irgendwie, dass man da so ein bisschen mal was Neues irgendwie erlebt. Weil jetzt haben wir im Endeffekt einfach nur CS-Pads remodelt, beziehungsweise geschrumpft als wilde Tiere sozusagen. Oder die Peaky Turtle halt. Und das ist halt jetzt auch nicht so neu und besonders, sondern einfach nur anders, sagen wir es mal so. Ja, das nächste ist jetzt etwas, was mir bei den Patch Notes leider nicht direkt aufgefallen ist, sondern erst danach tatsächlich, als ich das nächste Mal meine Dailies abholen wollte, war hier plötzlich unter Taste U, Events, ein neuer Tab, und zwar Coupon. Wurde nicht erwähnt in den Patch Notes, deswegen hat man es halt leicht übersehen können. Wie gesagt, das nächste Mal beim U drücken hat man es dann, oder springt es dann eigentlich direkt ins Auge. Und habt ihr bestimmt auch schon alle gesehen. Und ja, ist im Endeffekt so ein klassisches, Code, Redeem-Dingens. Kannst du ja dann irgendwas eingeben und dann kann man hier auf Abholen drücken. Der Code existiert jetzt natürlich nicht. Und finde ich ganz cool, weil das könnte ein sehr positives Zeichen sein, was jetzt so extra Belohnungen angeht. Also ich weiß natürlich nicht genau, wofür sie es gedacht haben. Es könnte sein, dass es vielleicht beim FEC noch Coupons geben wird. Es könnte sein, dass es vielleicht für die Teilnehmer bei der FEC Offline-Veranstaltung irgendwie was geben wird. Es könnte sein, dass sie ja alles Mögliche jetzt machen. Und das Ding ist halt, warum das ganz interessant ist, weil es in Flive Universe halt bisher wirklich keine Codes gab. Also die ersten über 2 Jahre haben wir jetzt quasi ohne Codes verbracht. Und wer noch aus der alten Flive PC-Zeit kommt,
vor allem die Zeit, seitdem Webster übernommen hat, also so die Zeit von, sagen wir, 2012 bis 2013, da war so die Übergabe von Gala zu Webster. Und dann so 2013 bis 2020 im Endeffekt, Pi mal Daumen, das war so wirklich die Zeit der Coupons. Und das war echt cool, weil da gab es sehr, sehr häufig Coupons, zum Beispiel mit Upcut Stones, Grilled Eel, Amplification, Party Scrolls, natürlich alles sehengebunden, keine Frage. Aber da gab es sehr oft solche Codes, wo man wirklich, wenn man die alle eingelöst hat, über die vollen 7 Jahre oder whatever, dann waren das wahrscheinlich tausende Euro pro Charakter. Und das war schon wirklich insane, das war sehr gut. Und das hat mich persönlich natürlich auch ein bisschen gestört, dass es das am Anfang bei Fly Universe jetzt nicht direkt gab. Ich meine, gut, muss natürlich auch dazu sagen, der Hintergrund ist natürlich auch ein anderer. Ich meine, klar, ein Spiel, das super aktiv ist, wo jetzt extrem viele Leute spielen, musst du den Leuten jetzt nicht andauernd irgendwelche Gratis-Codes geben. Aber ab und zu, so, ich meine, einmal pro Jahr oder so, ich weiß, das ist jetzt nicht so viel verlangt. Also von dem her finde ich das schon cool, dass es das zurückgibt. Natürlich, wie gesagt, in welcher Funktion genau, das könnte jetzt natürlich auch nur temporär sein, theoretisch. Das wissen wir jetzt noch nicht, das müssen wir jetzt abwarten. Aber grundsätzlich finde ich es cool, dass es diese Option schon mal gibt und es wirkt auf jeden Fall wie ein positiver Schritt, dass es hier wieder für uns halt auf jeden Fall mehr Belohnungen gibt und das ist ja grundsätzlich eigentlich was Gutes. Es könnte natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass sie mehr Community-Events machen wollen und da die Ausschüttung der Gewinne einfach über Coupons-Codes regeln, was vielleicht eine Arbeitserleichterung für die Leute ist, die diese Events veranstalten. Kann auch sein. Also wie gesagt, es ist sehr vieles denkbar und möglich. Wir müssen gucken, wie es sich entwickelt. Ja, und dann habe ich es ja schon angekündigt, dass hier ein großes Giveaway stattfinden wird. Und das ist auch schon längere Zeit in meinem Punkteshop von Stream Elements. Den erreicht ihr am besten einfach, wenn ihr auf meinen Livestream geht. Twitch-Link in der Videobeschreibung und Ausrufezeichen Store in den Chat schreibt. Beziehungsweise ist er unter dem Stream, ist so eine Stream Elements Verknüpfung. Da ist er theoretisch auch verlinkt, aber das funktioniert nicht so gut. Also der Store ist schon besser. Jedenfalls ist jetzt schon länger dieses Mystery Raffle drinnen. Und ich habe es jetzt nochmal abgeändert. Das stand jetzt bis heute, stand da verfügbar ab dem 12.8. Ich habe es jetzt vorgezogen auf den 9.8. Also geht schon in ein paar Tagen los. Deswegen mache ich jetzt auch schon die Ankündigung dazu. Und die Auslosung ist am 16.8. Jetzt steht hier natürlich noch nicht drin, was es geben wird. Ich sage es euch jetzt aber schon. Es sind 2 Turtle Beach Produkte. Also Turtle Beach steht mit 2 Sachen gratis zur Verfügung, die ich an euch vergiveawayen darf. Und das sind High-End Gaming-Produkte, also Turtle Beach, die produzieren wirklich ausgezeichnete Hardware. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit ihnen eine Kooperation eingegangen bin, sondern auch schon vorher. Also Turtle Beach, wem das nicht sagt, das ist basically Rocket. Also Turtle Beach hat Rocket schon vor Ewigkeiten aufgekauft. Und jetzt ist halt Rocket sozusagen am Ende. Also die Marke Rocket wollen sie jetzt halt quasi finishen und haben aber die ganzen Produkte in Turtle Beach übergenommen. Und das heißt im Endeffekt, wenn jetzt Turtle Beach irgendwo auf einer Tastatur zum Beispiel draufsteht, ist es basically eine Rocket-Tastatur, einfach nur gerebrandet. Also es ist basically die gleiche Tastatur, es steht einfach nur Turtle Beach statt Rocket drauf sozusagen. Und also die Technologie von Rocket lebt in Turtle Beach weiter. Also wer jetzt schon immer Fan von Rocket war, kann einfach weiter Turtle Beach kaufen oder benutzen, weil es, wie gesagt, mehr oder weniger die gleiche Technologie ist. Und genau. Ja, und wie gesagt, das sind auf jeden Fall coole Sachen. Und da wird es halt 2 verschiedene Sachen geben. Die ganz genauen Details habe ich jetzt noch nicht ausgearbeitet. Also hier steht jetzt aktuell 300 Store Credits. Das könnte sich noch ändern. Und 500 Store Credits und die Anzahl, hier steht jetzt einfach nur Sold Out, weil ich es halt nicht eingestellt habe. Bin ich mir auch noch nicht sicher. Ich wollte halt keine so riesigen Giveaways machen, deswegen ist es relativ teuer. Also zur Erklärung, was sind 300 Store Credits? Ihr kriegt 1 Credit pro 10 Minuten. Das heißt, 300 Store Credits sind tatsächlich 3000 Stunden. Und 500 Store Credits sind tatsächlich 5000 Stunden. Entschuldigung, nicht 3000 Stunden, oh mein Gott. 3000 Minuten, meine ich natürlich. Und 500 Store Credits sind 5000 Minuten, nicht Stunden, Minuten. Ich dachte gerade selber so, Moment mal, 3000 Stunden, das ist ja verflucht lange. Nein, es sind Minuten, sorry. Also 1 Punkt pro 10 Minuten, 6 Punkte pro Stunde. Also könnte man, wenn man jetzt noch anfängt, den Stream zu gucken, und man startet jetzt vielleicht nicht unbedingt bei 0, sondern hat vielleicht schon 20, 30, 50, 100 Punkte, dann kann man das auf jeden Fall noch relativ chillig erreichen. Also so war es zumindest gedacht. Und ja, wie gesagt, aber das ist halt deswegen relativ teuer, weil ich halt jetzt auch nicht das so machen wollte, weil ich muss das halt alles manuell dann machen. Und wie es dann ablaufen wird, ist im Endeffekt, man kauft sich das quasi, dann habe ich euren Discord-Namen und halt euren Twitch-Namen. Und dann mache ich das über so ein random Glücksrad oder so im Internet. Ja, tragt da alle Namen ein, da hat jeder die gleiche Gewinnchance. Keiner kennt das Ergebnis vorher.
Dann spinne ich das, Auslosung natürlich live im Stream. Und der Gewinner wird dann halt von mir auf Discord kontaktiert. Und dann, wie gesagt, gibt es halt den Gewinn. Im echten Leben, also ein physischer Gewinn, hat nichts mit Flive zu tun im Endeffekt. Und genau, so ungefähr läuft das ab. Und warum ich es, wie gesagt, nicht so groß machen will, ist halt, wenn ich 100 Tickets mache, für zum Beispiel 50 Store Credit, dann muss ich halt 100 Namen manuell in so ein Glücksrad eintragen, was erstens die Fehlerquote erhöhen könnte. Und also bei 100 Mal Copy-Paste kann eher ein Fehler passieren als bei 30 Mal zum Beispiel. Und ja, ist halt einfach auch viel aufwendiger. Also deswegen habe ich es jetzt relativ hoch angesetzt von den Kosten her. Und entsprechend wird es aber auch nicht so viele Tickets geben. Das heißt, die Gewinnchance, wenn man sich nur ein Ticket kauft, ist verhältnismäßig dann aber auch hoch. Also man kauft sich jetzt nicht ein Ticket und hat dann eine 1% oder 0,1% Chance, sondern wahrscheinlich eher so 3 bis 5% oder so. Also schon eigentlich eine relativ gute Karten, selbst wenn man nur einmal hier sich das kaufen kann. Und ja, ist halt einfach eine neue Art, diese Giveaways zu machen, für halt auch wirklich Leute, die actually den Stream gucken und nicht einfach nur so random, weil ich meine, eine von den beiden Sachen kostet jetzt neuwertig über 100 Euro, die man gewinnen kann. Und ich meine, das will jetzt natürlich nicht einfach an irgendeinen Random verschenken, der nie den Stream guckt und einfach nur zufällig da ist. Das wäre dann halt schon ein bisschen schade. Und genau, so ist das quasi gedacht. Und jetzt fällt euch vielleicht auf, ja, warum 16.08.? Und ich habe ja vorhin gesagt, dass es was Großes mit Flive, das noch nie zuvor passiert ist. Flive wird am 16.08., also Flive das Franchise, Flive die Marke, Flive das Spiel, also Flive PC eigentlich, wird am 16.08.2024 20 Jahre alt. Das Flive-Franchise wird am 16.08. 20 Jahre alt, ist also älter als manche Spieler wahrscheinlich, die das Spiel spielen. Und, nicht viele wahrscheinlich, aber ein paar vielleicht. Und ich dachte mir, zu der Gelegenheit habe ich eben Turtle Beach angefragt, hey, habt ihr Bock da zum 20-jährigen Jubiläum, kann ich da ein Giveaway machen? Und die haben da sofort ja gesagt, passt. Und finde ich super cool. Ich weiß nicht, ob von Gala was kommen wird. Ich vermute ehrlich gesagt nicht. Die haben nämlich den Flive-Geburtstag immer komplett ignoriert eigentlich, schon die letzten 2 Jahre. Gut, da war ein 19. bis 18. Jubiläum. Ist jetzt nicht so speziell, I guess. Aber auch schon zu Websend-Zeiten, zu G-Potato-Zeiten hat man das eigentlich nur selten mitbekommen. Also den deutschen Flive-Geburtstag, der wurde noch teilweise gefeiert. Aber der generelle Flive-Geburtstag wurde eigentlich noch nie gefeiert, habe ich noch nie mitbekommen. Wahrscheinlich höchstens in Korea und Japan, weil das Game halt damals auch nur in Korea und Japan verfügbar war. Erst 2005 und 2006 kam es dann in den Westen, nach Amerika und Europa. Aber ja, wie gesagt, ich dachte mir, wenn sonst nichts kommt von niemand anderem, dann mache ich das halt und mache hier quasi dieses Special 20 Jahre Flive Giveaway für euch. Und ja, es gibt zwar keine F-Coin zu gewinnen, ja, ich meine, gut, die gibt es ja immer zu gewinnen hier. Aber das, denke ich, sind schon coole Sachen und ich hoffe, ihr freut euch dann auf jeden Fall auch drüber. Ja, und so viel dazu. Wie gesagt, ich werde es dann ab dem 9.8. einstellen. Wahrscheinlich erst abends oder so, muss man gucken. Keine Ahnung, was der 9.8. für ein Tag ist. Ende der Woche. Aber ja, wird dann auf jeden Fall verfügbar sein. Und ich habe auch einen Cooldown drinnen, dass nicht einer jetzt einfach so 30 Tickets am Stück einlösen könnte. Also geht sowieso nicht, weil niemand hat so viele Punkte. Ja, aber ich habe es auch so eingestellt, dass man 5 Minuten Cooldown hat. Also, dass dann auch wirklich jeder die Chance hat und nicht einer, wie gesagt, dann 10-mal am Stück oder so sich Tickets holt, sondern dass es halt auch eigentlich sichergestellt ist, dass da ein bisschen RNG und so noch mit reinfließt. Und von den Kosten her sollte es eh so teuer sein, dass da nicht einer alles kaufen kann. Genau. Und ja, das waren eigentlich alle Infos für heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Live-Streams. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.